Vor 13,8 Milliarden Jahren ist das Universum wohl entstanden, und zwar mit dem Urknall. Das war der Anfang, das gilt als gesichert. Doch wie sieht sein Tod aus? Wie wird das Universum wohl zu Ende gehen? Dazu gibt es verschiedene Theorien. Mal droht dem Universum ein dunkles und leeres und kaltes Schicksal, mal stirbt es von einer Sekunde auf die andere. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp und den anderen Messengern gewünscht und bekommt jetzt die 5 spannendsten Szenarien zum absoluten Finale des Universums. So oder so, es wird spektakulär. Herzlich willkommen bei Klicks und Science Fiction. 1, 2, 3. Seit seiner Entstehung und dem Urknall dehnt sich das Universum aus und es gibt, vereinfacht gesagt, 2 Kräfte, die sein Schicksal bestimmen. Zum einen der Schwung des Urknalls, der es auseinandertreibt, und zum anderen die Materie, die sich in ihm befindet und seine Expansion abbremst. Wie wird es enden? Welche Kraft wird gewinnen? Doch neben diesen beiden Kräften existiert ja aber noch die hypothetische dunkle Energie. Forschungsteams weltweit verstehen sie noch nicht wirklich, doch sie agiert wohl wie eine Art Anti-Schwerkraft, die das Universum auseinandertreibt. Zudem wird sie wohl umso größer, je mehr sich der Raum ausdehnt. Eventuell wird ja auch diese mysteriöse dunkle Energie in Zukunft übermächtig. Dann würde sie nicht nur Sterne und Galaxien auseinanderreißen, sondern auch Atome und Moleküle. Und zwar so lange, bis nur noch Strahlung und unzerlegbare Teilchen existieren. Hier kommen für euch jetzt 5 weitere spannende Theorien zum Ende des Universums. Szenario 1. Der Big Trick. Fangen wir an mit dem sogenannten Big Trick. Demnach befindet sich das Weltall in einem metastabilen Zustand, quasi wie ein Ball, der zwischen 2 Bergen im Tal hin und her rollt. Bezieht man dann die Quantenphysik mit ein, ist dieser Ball allerdings nicht nur in diesem einen Tal. Stattdessen gibt es ihn in allen Tälern dieser Welt nach einer gewissen Wahrscheinlichkeitsverteilung. Theoretisch wäre es also auch möglich, dass er sich sehr plötzlich in einem deutlich tieferen Tal befindet und das ohne Zeitverlust. Genau dieses Szenario lässt sich auch auf das Universum übertragen. Solch ein Phasenübergang ist statistisch gesehen sogar jederzeit möglich und er passiert einfach so, quasi von selbst, weil der erreichte Zustand energetisch gesehen günstiger ist. Denn auch wenn wir Menschen den jetzigen Zustand als Grundzustand empfinden, ist es wahrscheinlich, dass ein noch geringeres Energieniveau existiert. Beim Beispiel des Balles also ein noch tieferes Tal. Teams aus Teilchenphysikern und Physikerinnen vermuten sogar, dass solch ein Phasenübergang bereits schon einmal stattgefunden hat. Und zwar Milliardstel-Sekunden nach dem Urknall, als ein Higgs-Feld den Raum gefüllt hat. Durch die Interaktion von Higgs-Bosonen und Elementarteilchen haben die Teilchen dann erst ihre Masse bekommen. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass demnächst erneut ein Phasenübergang stattfindet? Dazu haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Dänemark bereits 2013 geforscht. In ihrer Studie ging es vor allem um die Frage, wie stabil der Grundzustand des Universums ist. Ihre Ergebnisse lassen darauf schließen, dass es sich tatsächlich deutlich stärker auf der instabilen Seite befindet, als man bisher dachte. Und das lässt die Wahrscheinlichkeit eines solchen Phasenübergangs natürlich ansteigen. Doch ihre Forschung gibt nicht 1:1 Antwort auf die Frage, wie das Universum endet, denn in ihren Berechnungen stecken einige Unsicherheiten. Beispielsweise was die dunkle Materie und die dunkle Energie angeht. Das ist ja absolut nicht gesichert, ob und wie sie existieren. Für beide gab es bisher keinerlei Nachweise. Sie sind hypothetisch. Zweites Szenario, der Kältetod. Einige Fachleute sind der Ansicht, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt, sodass wir in etwa 13 Milliarden Jahren nichts mehr außer unseren Nachbargalaxien im Universum sehen werden. Kleine Objekte, die Milchstraße und die Magellanischen Wolken beispielsweise, werden dann miteinander verschmelzen und schwarze Löcher bilden. Zudem wird es immer weniger Sterne geben. Das alles basiert auf der Annahme, dass unser Universum durch die sogenannte kosmologische Konstante dominiert wird. Diese wurde von Albert Einstein ins Leben gerufen, damit seine allgemeine Relativitätstheorie tatsächlich ein statisches Universum liefert. So wie gewünscht, denn zu seiner Zeit war man sich einig, dass sich das Universum weder zusammenzieht noch ausdehnt. Einige Zeit später erkannte man dann, dass sich das Weltall doch ausdehnt und die Konstante wurde zwischenzeitlich abgeschafft. Mittlerweile hat man sie ins Standardmodell der Kosmologie zurückbefördert. Dabei ist man sich allerdings immer noch uneinig, ob sie tatsächlich konstant ist. Drittes Szenario, der Big Rip. Einer dritten Theorie zufolge könnte das Universum auch durch einen sogenannten Big Rip sterben. Und zwar, wenn sich das Universum so krass ausdehnt, dass es quasi zerrissen wird.
In der Theorie könnte das tatsächlich so passieren, nämlich dann, wenn die dunkle Energie einen noch extremeren negativen Druck aufweist, als wir bisher annehmen. Doch es gibt auch einige Fakten, die gegen den Big Rip als das große Finale des Universums sprechen. Viertes Szenario, der Big Crunch, das große Knirschen. Dem Modell namens Big Crunch zufolge könnte genau das Gegenteil vom Big Rip passieren. Das Universum würde sich demnach zusammenziehen und dann schlussendlich in einem Endknall enden. Es würde also immer enger werden, das Universum quasi als eine Art kosmische Schrottpresse. Und zwar bis es so heiß und dicht wäre wie zu Zeiten des Urknalls. Dafür sind zwei Voraussetzungen nötig. Ein Phasenübergang müsste dafür sorgen, dass die dunkle Energie verschwindet und sich in Materie umwandelt. Außerdem müsste das Universum eine positive Krümmung aufweisen, denn dann würde die Materie die Ausdehnung des Universums in eine Kontraktion verwandeln. Falls es wirklich zum Big Crunch kommen würde, könnte danach ein Big Bounce stattfinden, also wieder ein Urknall, der einen neuen Zyklus des Universums beginnen lassen würde. Fünftes Szenario: Unfall mit einem Nachbaruniversum. Möglich ist auch, dass das Universum vor seinem natürlichen Tod einen Unfall hat und mit einem Nachbaruniversum zusammenstößt. Es gibt Fachleute, die davon ausgehen, dass so etwas in regelmäßigen Abständen passiert. Ein Physiker von der Princeton University beispielsweise ist der Meinung, dass ganz in unserer Nähe ein zweites Universum in höheren Raumdimensionen existiert. Demnach ist der Urknall lediglich die Innenansicht einer Kollision mit unserem Zwillingsuniversum. Eine weitere Kollision in Zukunft würde für einen neuen Lebenszyklus des Universums sorgen. An all diesen Szenarien wird weiter geforscht, noch ist rein gar nichts sicher, alles Hypothesen, Gedankenspiele und so weiter. Und sobald Indizien für die ein oder andere Theorie veröffentlicht werden, erfahrt das natürlich hier. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir persönlich von jedem Upload und zwar noch vor allen anderen, täglich garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks um Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die Glocke vergessen. Heute geht es übrigens um den Gefängnisvlogger hier in Berlin, also im aktuellen Video. Ja, und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Ist das Universum ein Supercomputer? Bis dann. Bleibt dran.